Oft wählen Menschen ihre Haustiere aus, aber es gibt Zeiten, in denen die Tiere selbst die Wahl treffen. An einem ruhigen Wochenendnachmittag beschlossen sie, gemütlich mit dem Fahrrad durch die malerischen Wälder der Bretagne zu fahren. Das Paar bog auf einen ruhigen Pfad ab. Als sie tiefer in den Wald fuhren, wurde die Ruhe des Moments durch einen durchdringenden Schrei erschüttert. Es war ein Klang, der in dieser friedlichen Umgebung fehl am Platz schien. Celine und Daniel tauschten besorgte Blicke aus, bevor sie dem Schrei folgten, ihre Neugier geweckt. Durch ein Dickicht von Farnen stoßend, stießen sie auf einen überraschenden Anblick. Dort, mitten in der Wildnis, war ein winziges geflecktes Kätzchen. Zuerst verhielt sich das kleine Wesen zwiespältig, hin und her gerissen zwischen Zischen vor Wut und Weinen vor Angst, ohne zu verstehen, wie es sich zu diesen unerwarteten Eindringlingen in seiner Welt verhalten sollte. Celine, mit vollem Mitgefühl im Herzen, sprach beruhigend auf das Kätzchen ein. Sie setzte sich auf den Boden und streckte ihre Handfläche dem zitternden Tier entgegen. Das Kätzchen, neugierig durch diesen sanften Zugang, schnüffelte vorsichtig an Celines Hand. Langsam, aber sicher ließ die Furcht des Kätzchens nach, und es näherte sich langsam an. Dann, in einem Moment der Einheit, als ob das Schicksal eingegriffen hätte, traf das kleine Kätzchen seine Entscheidung. Mit einem verzweifelten Sprung landete es auf Celines Schoß und begann, an ihrer Kleidung hochzuklettern, seine winzigen Krallen klammerten sich verzweifelt an sie. Die Miauen des Kätzchens waren nicht mehr Schreie der Angst, sie hatten sich in einen herzzerreißenden Appell verwandelt, einen Appell, nicht allein in den Wäldern zurückgelassen zu werden. Ohne zu zögern beschlossen sie, das Kätzchen mitzunehmen, auch wenn es eine Herausforderung darstellte, das unbeholfene, weinende Kätzchen im Gleichgewicht zu halten, während sie Fahrrad fuhren. Aber Mini Kitty, wie sie später nennen würden, hatte etwas Wesentliches gelernt. Sie hatte erkannt, dass ihre beste Rettungschance darin lag, so nah wie möglich bei einem Menschen zu bleiben. Zurück zu Hause stellten sie fest, dass Mini Kitty tatsächlich eine Katze war. Ohne viel Nachdenken beschlossen sie, sie Mini Kitty zu nennen. Sie verschlang all das angebotene Futter, ihr winziger Körper ausgehungert von ihrem Erlebnis. Dann, als wäre sie von Erschöpfung überwältigt, legte sie sich auf Daniels Nacken und schlief fast 24 Stunden am Stück. Von diesem Moment an wurde Mini Kitty zu einem festen Bestandteil ihres Lebens. Sie stieg nur von ihrem Platz auf Daniels Nacken herab, um zu essen, sich zu waschen oder sich auf den Schoß eines anderen zu legen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.